Pommes gehen eigentlich immer, aber im Airfryer, da geht noch viel mehr. Heute zeige ich dir 7 Varianten, von klassisch bis kreativ. Und am Ende gibt es 3 geniale Tipps, die ich im Ninja Blast in Sekunden mixen kann. Glaub mir, später fragst du dich dann, warum kannte ich das nicht schon früher? So, jetzt kommt der große Pommes-Test. Ich habe jetzt hier die ganz normalen klassischen Wellenschnitt-Pommes. Und jetzt mache ich einen Test, einmal ganz normal die so rein und einmal, dass die etwas Öl dazu bekommen. Weil das schrieb mir jemand unten in den Kommentaren rein, er hätte das probiert und die würden noch besser werden. Also schauen wir mal, was daraus wird. So, also ich habe meine Matte auch wieder unten drunter. Dann fällt mir kein Pommes nichts durch und ich kann es leichter entnehmen. Und auf dieser Hälfte jetzt hier drüben kommen die ganz normalen. So, und die besprühe ich jetzt mit Öl. Ohne Öl. Und die sprühe ich jetzt etwas mit Öl. So dürften die alle ein bisschen Öl haben. So. Also die hinteren sind mit Öl und die vorderen sind ohne Öl. 180 Grad, 15 Minuten oder 10 Minuten, dann schaue ich mal und dann schüttle ich mal. So, und in der zweiten Schublade kommen die Hähnchentaschen rein. Das sind fix und fertig gekaufte. Ich sprühe jetzt mit Öl ein. So. Und auch 180 Grad. Das Ganze für 10 Minuten. Dann schaue ich auch danach. So, Teil 1 ist fertig. Sieht schon mal lecker aus. Pommes sind noch am. Da muss ich nochmal nachstellen. So, angerichtet auf den Teller. Schneide ich das mal ganz kurz an. So schön knusprig. Das ist halt dünnes Fleisch. Und die Pommes. Ja. Also so in Ordnung, aber ich merke keinen Unterschied, ob da jetzt mit Öl oder ohne Öl. Die Pommes sind sehr gut. Oh, jetzt sind sie sogar sehr gut, habt ihr das gehört? So, und auch diesen Sellerie hier, der machen wir Sellerie-Pommes. Ganz was Leckeres. Erstmal muss ich ihn jetzt zurechtschneiden, aber ich mache nicht den ganzen Sellerie, nur einen Teil. Deswegen schneide ich erstmal jetzt nur einen Teil weg. Denn den ganzen, das würde zu viel werden mit einem Mal. So, das ist die Stärke von den Pommes. Das habe ich jetzt so geschnitten. Und noch eine Scheibe mache ich dazu, dann langt das. So, jetzt zeige ich jetzt schon, wie es weiterging mit der Heißluftfritteuse. Mein Mann kam zwischendrin und ich hatte vergessen, die Kamera wieder einzuschalten. Ich hatte sie ausgeschalten. Also ich habe jetzt die Selleriestücks in gleichmäßige Größen geschnitten, so wie ihr jetzt hier sehen könnt. Dann habe ich die leicht gewürzten halben Teelöffel Paprikapulver und etwas Rapsöl und Salz und Pfeffer hatte ich dazu gegeben. Und deshalb seht ihr jetzt, so sahen sie denn aus. Und jetzt verteile ich die jetzt hier auf diesem Grillmatte gleichmäßig. Die Grillmatte habe ich immer unten drunter, das kennt ihr ja inzwischen schon. Und aber so gleichmäßig verteilt, dann haben die genug Platz und die können richtig gut werden. Ja, und meine Heißluftfritteuse stelle ich ein auf 180 Grad und von der Zeit stelle ich das Ganze auf 12 Minuten. Als nächstes bereiten wir jetzt hier erstmal noch einen Tipp vor. Ich habe hier von dem Ninja den mir zum Primärdeeg geleistet. So, hier habe ich 2 Tomaten, die würfel ich jetzt. Ja, dann habe ich hier so ein Spitzpaprika. Dann brauche ich Olivenöl. Und noch Balsamico. Und dann nehme ich jetzt diesmal diese klasse Creme vom Hensler. Kannst aber auch anderes auch nehmen. Da so ein Löffelchen voll. Jetzt kommt noch Salz dazu. Also Gewürze. Dann von der Knoblauchcreme mache ich dazu noch. Könnt auch Knoblauchzehen dazu direkt nehmen. Ein bisschen Kurkuma. Das ist immer gut. Pfeffer. So, dann werde ich mal zumachen. Und dann drücken wir mal auf den Knopf und schauen, was passiert. Einmal einschalten und dann. So, also ganz so leicht ging es jetzt nicht, wie es jetzt hier aussieht,
Weil ich hatte den Fehler gemacht, ich hätte erst etwas Flüssigkeit unten reinmachen sollen und dann die Tomaten und das oben drüber. Dann hat er leichteres Arbeiten. So habe ich zwischendrin mal aufgemacht, hatte es runterdrücken müssen und dann hat es so nachher geklappt, wie du jetzt hier siehst. So, hier habe ich mir so Gläser vorbereitet. Da kann der jetzt rein. Also ich kann es komplett auf. Ich habe erst gedacht, das wird zu viel, aber ich kann es aufmachen. Und kann es auch so jetzt direkt reingeben. Das mache ich jetzt mal zu und stelle es kalt. So, die Heißluftfritteuse hatte gerufen und ich konnte sie rausholen und schau, die sehen da richtig gut aus. Und geschmacklich, das musst du unbedingt mal probieren. Also so Sellerie-Pommes zubereitet. Geschmacksexplosion hätte ich beinahe gesagt. Ja, ne, das ist wirklich richtig lecker. Und dann kommt noch der Dip-Denare-Tag dazu. Also richtig klasse. Ja, und weiter geht es jetzt noch mit selbstgemachte Pommes, die du jetzt hier gerade siehst, die ich da im Korb habe. Und die Steakhorst-Pommes, die ich dir jetzt als nächstes zeige, bevor wir den nächsten Highlight kommen. So, die zweiten Pommes, die wir jetzt probieren, das sind selbstgemachte Pommes. Und ich habe mir hier so einen Pommes-Schneider gekauft. So, ich lasse die Schalen bei den Pommes auch dran. Also ich mache sie diesmal mit Schale, du kannst sie ohne Schale machen. Und bei diesem Pommes-Schneider habe ich jetzt geschaut, wie die Kartoffel am besten reinpasst. Ist mein erster Versuch auch mit dem Schneider. So, und einmal drücken und schubs. Die Pommes landen alle vorne draußen. So, Frau hat gelernt, den Schneider andersrum zu stellen, damit die Pommes nicht wieder alle davon schießen nach unten. Du siehst, so kommen die jetzt einfach. Sind sie relativ schnell mit dem Pommes-Schneider geschnitten. Also immer von den Kartoffeln, es sind jetzt nicht die ganz großen Kartoffeln, also die Schnitz werden jetzt hier auch kleiner, also es gibt nicht die ganz langen Pommes, höchstens du hättest lange Kartoffeln, dann ging das auch. Aber das waren jetzt etwas kleinere Kartoffeln, die ich jetzt hier habe, aus denen ich jetzt die Pommes gemacht habe. So, die Pommes kommen jetzt hier in diese Schale rein, denn ich habe mir jetzt überlegt, die anderen zwei brauche ich gar nicht mehr, das langt mir von der Masse, was ich da an Pommes jetzt habe. Weil du siehst, es hat doch allerhand Pommes da gegeben. Ja, und die ganz kleinen Stücke, die packe ich jetzt beiseite, die nehme ich jetzt nicht mehr. So, der erste Schritt war, dass ich jetzt frisches Wasser geholt habe und die Pommes da drinnen einmal spüle und du siehst, wie das Wasser jetzt hier trüb ist. So, das bedeutet, dass ich das Wasser jetzt noch einmal wechsle. Also Wasser war jetzt draußen und frisches Wasser kommt wieder dazu. Und du siehst, das Wasser ist schon etwas klarer, aber es trübt schon wieder ein. Also muss die Pommes, das Wasser nochmal gewechselt werden. Diesen Vorgang mache ich jetzt noch zweimal, so bis das Wasser dann nachher klar ist. Ja, und in der Zwischenzeit habe ich meinen Wasserkocher angemacht und habe jetzt heißes Wasser zubereitet. Und dieses heiße Wasser, das kommt jetzt hier über die Kartoffeln, also richtig kochend heißes Wasser. Und so lasse ich die Kartoffeln jetzt eine ganze Weile, also circa 20 Minuten in dem heißen Wasser stehen. Ja, und hier nochmal kurz dieser Schneider, den ich da hatte. Du siehst also, das ist wunderbar einfach und ruckzuck einmal durchgespült ist der auch wieder sauber. Die Pommes werden halt etwas leicht rund und nicht ganz gerade. So, das heiße Wasser kann jetzt abgekippt werden und wir können den nächsten Schritt übergehen. Ja, der nächste Schritt heißt, dass die Pommes richtig gut getrocknet werden müssen. Desto trockener die sind, desto besser wird das. Und jetzt habe ich hier mal ein Handtuch hingetan und ein Sieb, wo ich die Kartoffeln vorher schon mal etwas entsprechend besser abtropfen lassen kann und so die mit weniger Feuchtigkeit schon auf das Handtuch kommen. Ja, jetzt reibe ich die etwas, damit die dann gut trocken werden. Aber nur auf ein Handtuch legen hat mir nicht gelangt zum Trockenwerden. Jetzt habe ich mir noch so ein Zewa geholt und tupfe die damit noch trocken. Du siehst also, auf dem Handtuch bleibt doch immer noch eine Restfeuchtigkeit. Deswegen kommen sie jetzt komplett alle auf das Zewa. Nur hätte ich die jetzt gleich zum Anfang alle auf das Zewa, da hätte ich wahrscheinlich 4, 5 Zewa-Tücher gebraucht, weil dann doch zu viel Feuchtigkeit drin ist. Deswegen habe ich erstmal ein Handtuch genommen und habe damit die größte Feuchtigkeit abgefangen. So, jetzt siehst du nochmal die Pommes von der Form, also wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die sind so leicht gewellt, also es gibt dann keine geraden Pommes. So, jetzt sind die Pommes
trocken genug. Also merke ich, wenn ich jetzt drüber reibe, die fassen sich richtig schön trocken an. Und jetzt kommen die zurück in meine Schale. Ja, also nochmal Kontrolle, also passt. Jetzt habe ich hier so ein kleines Löffelchen. So, und darauf kommt jetzt etwas Rapsöl. Das langt voll und ganz von der Masse. Und das kommt jetzt über die Kartoffeln. Und die Kartoffeln werden jetzt richtig gut durchgerührt. Ja, vermengt, sage ich wieder. Damit das Öl überall gut an die Pommes kommt. Also das macht das richtig schön, richtig gleichmäßig, richtig gut durchrühren. Das ist ganz wichtig, dass alle Kartoffeln von dem Öl etwas abbekommen. Ja, und von den Gewürzen habe ich hier etwas Paprika edelsüß und damit gewürze ich die Pommes jetzt auch schon etwas vor. Salz mache ich noch nicht dran, also das reine Pommesgewürz, sondern lediglich nur etwas von diesem Rosenpaprika. Also du hast jetzt gesehen, dass ich das immer in einzelnen Arbeitsschritt immer wieder frisch gewürzt habe, sodass auch wirklich überall das Gewürz dran kommt. Alles ist gut durchgearbeitet und wir können zum nächsten Schritt dann übergehen. Das bedeutet, dass jetzt meine Heißluftfritteuse drankommt. Hier habe ich den Pommeskorb und ich packe in diesem Fall mal jetzt das Gitter mit rein, denn vorhin bei den Pommes hatte ich nicht dran gedacht, da waren mir die dann auch durch das Gitter durchgefallen und die sind jetzt noch kleiner und da will ich jetzt nicht gleich, dass ich nachher viel Pommes unten aus dem Gitter rausholen muss. Ja, ich war ja auch bei Cosori bei der Produktvorführung und da wurde empfohlen, die vorzugaren und ich hatte jetzt hier 230 Grad, 3 Minuten das Ganze vorgeheizt und jetzt kommen hier meine Pommes in den Korb entsprechend rein. Gut verteilt, schüttelt einmal den Korb zu. Oh, ja, jetzt habe ich die Kamera vergessen umzuschwenken und ihr könnt leider nicht sehen, was ich einstelle. Ich habe jetzt eingestellt 180 Grad und von der Zeit bin ich auf 20 Minuten gegangen und lasse das jetzt entsprechend jetzt hier laufen. So, nach 15 Minuten der erste Blick rein, die ganzen Pommes einmal gut schütteln. Du siehst, sie haben schon angefangen, gut Farbe anzunehmen. Wieder zu. Und weiter laufen lassen. So, nochmal einen Zwischenstopp, mal schauen, nochmal umrühren. Also das ist immer ganz wichtig, nicht gleich am Anfang zu oft aufzumachen, sondern dann schauen, jetzt habe ich so zwischendrin jetzt schon etwas von meinem Gewürz mit drüber gemacht. Und du siehst, die werden schon richtig gut. Aber ich lasse nochmal ein paar Minuten zu und schließe die Heißluftfritteuse nochmal. Ja, also 180 Grad und die letzten Sekunden kann ich sagen, die laufen jetzt hier und ich habe jetzt nochmal 5 Minuten nachgestellt. Also es geht auch bei der Cosori wunderbar, dass du während des Betriebs auch einfach nochmal die Temperatur nachstellen kannst. So, jetzt sind sie fertig und ich denke, so passt, so sieht das richtig super aus und lecker. Kurz zu schütteln und auch jetzt hier der Test, wie die Pommes geworden sind. Also von der Optik siehst du, sie sehen gut aus, auch innen drinne von dem Kartoffel, von dem Geschmack waren sie gut geworden. Es sind recht dünne Pommes mit dem Schneider, wenn du die größer haben möchtest, dicker haben möchtest, dann schneid die Pommes mit der Hand, aber dann verändern sich auch entsprechend die Temperatur, Länge, also die Zeit, wie lange du die in der Heißluftfritteuse drinnen lassen musst. Du kannst ja auch die Temperatur dann auch erhöhen auf 200 Grad, wenn du die dicker hast, die Pommes. Ja, und die Heißluftfritteuse selber, du siehst, die lässt sich auch wunderbar einfach mit dem Tuch abwischen und so ist die auch recht schnell wieder sauber. Ja, auch bei den nächsten Pommes heizt sich entsprechend meine Heißluftfritteuse vor und ich stelle sie in diesem Fall jetzt hier auf 230 Grad ein und da das Programm angewählt hatte, tut er automatisch die Zeit selber entsprechend einstellen und das sind jetzt hier 4 Minuten. So, ich habe jetzt hier diese Steakhauspommes mir ausgesucht. Die finde ich richtig klasse, weil die richtig schön groß und dick sind. Aber jetzt schauen wir mal, wie die jetzt hier bei unserem Vorgang jetzt hier werden. So, die Heißluftfritteuse ist fertig mit Vorheizen. Auch hier packe ich mein Gitter wieder unten drunter, wo die jetzt sparen können eigentlich. Und meine Steakhauspommes packe ich jetzt hier rein. Es waren relativ viele, ich habe die ganze Tüte mal reingepackt.
Aber die Cursori, die Turbobläs hier, die verkraftet schon allerhand. Temperatur 81 Grad und von der Zeit 15 Minuten Start. So, Restzeit sind noch 4 Minuten, mal reingeschaut, geschüttelt. Die sehen nach arg blass aus, wieder zu und es waren 8 Minuten, die ich nachgestellt hatte. Ja, und jetzt habe ich die erste Fuhre rausgeholt, geschaut, wie sie sind und für mich waren sie so passend. Du kannst aber auch jederzeit gerne nochmal nachstellen. Also das ist das Gute bei den Eisofritteuse jetzt. Lieber erstmal kürzer stellen und dann mal schauen und nochmal etwas Nachzeit geben. Und dann werden die so, wie du die haben möchtest. Und schau, die sehen da richtig toll aus. So, auch hier jetzt gucken wir uns die mal näher an. Brechen wir die mal durch. Da sehen wir, Interesse ist noch die Kartoffelschicht. Alles gut zu sehen. Die ist zwar heiß. Ja, also auch ein Knacktest mal. Ja, angefangen hatten wir jetzt hier mit diesen Wellenschnitt-Pommes, dann nachher die selbstgemachten Pommes und zum Schluss die Steakhorst-Pommes. Meine Favoriten sind die Steakhorst-Pommes, ich liebe die etwas dickeren. Ja, und was ich dir jetzt zeige, das sind die schnellsten Pommes, die du überhaupt zubereiten kannst. Ganz einfach, eine einzelne Kartoffel war das und es war richtig lecker. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ja, und für die schnellsten Kartoffeln aus rohen Kartoffeln, also Pommes aus rohen Kartoffeln, habe ich jetzt hier eine Kartoffel, die ich jetzt erstmal jetzt hier schäle. So, dann halbiere ich die Kartoffel. Und jetzt schneide ich so einen schmalen Streifen erstmal. Also aus der einen einzigen Kartoffel mache ich jetzt diese ganzen Pommes, die du vorhin schon gesehen hast. Ja, und weiter geht's, dass ich die Kartoffel jetzt hier mal ein bisschen aufteile und daraus so schmale Kartoffelspalt zurechtschneide. Also die sind im Prinzip in der Stärke wie eine Streichholz und deswegen kannst du die auch Streichholzpommes nennen. Ja, und als nächstes habe ich jetzt die Schüssel da, wo die ganzen Pommesstifte jetzt hier reinkommen und schau mal aus dieser einen Kartoffel, wie viel Pommesstifte, Pommesstücke, Teile das da gegeben hat. Und du musst dir die unbedingt zum Schluss angucken, die sind richtig lecker geworden. So, jetzt kommt Wasser dazu. Und ich rühre die Pommes jetzt gut mal durch. Also ich spüle die jetzt gut durch. Jetzt habe ich ein Sieb. Und dann kommen die Kartoffeln in das Sieb rein. Und von dem Sieb jetzt auf das Zewa-Tuch. So, dass die dann nachher da erstmal gut abtrocknen können. Ja, nachdem jetzt die Pommes jetzt gut getrocknet worden sind, alle kommen sie jetzt hier in diese Schüssel rein und in diesen Schüsseln würze ich die entsprechend. Jetzt habe ich hier wieder mein Paprikapulver. Richtig kräftig würze ich die damit. Arbeite das ganze Gewürz auch mal hier kurz durch. Dann habe ich mir überlegt, kann ich das Pommesgewürzsalz auch mit da rein tun. Habe das also noch mit dazu getan. Also ich habe die Pommes im Prinzip jetzt hier schon vorgewürzt. So, jetzt habe ich hier meinen Ölsprüher. Das ist ein Spezialöl für Heißluftfritteusen. Und damit sprühe ich jetzt meine Pommes ein, bevor sie denn jetzt hier in den Korb kommen. Ich habe jetzt hier mal die Cursori wieder genommen, habe unten drunter mein Gitter drin. Die Kartoffeln arbeite ich jetzt nochmal kurz durch, damit das Öl alles gut gleichmäßig jetzt verteilt ist. Ja, man will es fast nicht glauben, dass das eine einzige Kartoffel war, wie viel das jetzt hier von der Masse hergegeben hat. So, und dann geht es schon rüber zur Cursori. So, Airfryer ein und 180 Grad stelle ich jetzt runter und von der Zeit gehe ich auf 12 Minuten und starte. So, fertig und schau dir mal die Pommes an. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich kann die gerade in so eine Pommesschale reinfüllen. Dann siehst du, das war eine einzige Kartoffel. Richtig lecker. In diesem Video zeige ich dir, auf was du achten musst, welche Fehler du vermeiden musst, damit du so klasse Pommes wie diese hier auch hinbekommst. Und das ist wirklich einfach. Man muss nur wissen, wie und das entsprechend beachten. Lass uns gleich starten. Ich habe euch ja noch versprochen zu zeigen, wie ihr die besten Pommes hinbekommt. Ich habe jetzt mal die Steakhorst-Pommes jetzt hier genommen und die mit Schale. Wenn du auf die Rückseite schaust, hast du hier Hinweise, einmal für den Backofen und einmal für die Fritteuse. Wir wollen den ja in den Backofen zubereiten, dann hast du hier 180 Grad oder Umluft 220 Grad
Und entsprechend diese Zeiten. Bevor aber jetzt du das Ganze in die Heißluftfritteuse rein tust, ist es ganz wichtig, die Heißluftfritteuse vorzuheizen. Das ist der erste wichtige Punkt. Bei Pommes auch vorheizen, damit gleich die volle Hitze da ist. Oft wird diskutiert, brauche ich nicht. Probiert es aus, ihr werdet einen Unterschied feststellen. So, jetzt habe ich vorgeheizt. Kommen die Pommes hier rein. Schüttel sie gut durch. Das sind jetzt 750 Gramm. Normalerweise brauche ich für uns nicht so viel. Aber ich will euch mal zeigen. Und das sind richtig dicke Pommes. Also die brauchen schon etwas länger. Ich schalte aber auf 180 Grad. Und das Ganze für 20 Minuten ein. Ich bin ein Freund von 180 Grad, weil 180 Grad ist einfach gesünder. Da werden die Schadstoffe, wie man das alles so nennt, noch nicht so freigesetzt. Deswegen nehme ich immer 180 Grad. Und jetzt 20 Minuten schalte ich das jetzt ein und lasse es erstmal laufen. Du siehst, die Cosori zeigt jetzt nach Restzeit 7 Minuten an. Ich habe in der Zwischenzeit noch nicht aufgemacht. Und das ist auch das, was ich sage. Nicht zu oft aufmachen, gucken, wieder zu, aufmachen, gucken, wieder zu. Ihr unterbrecht jedes Mal den Vorgang. Und dadurch, dass ihr den Vorgang immer wieder unterbrecht, wird das ja wieder kälter. Also ich lasse die Heißluftfritteuse komplett die ersten 15 Minuten zu. Es ist noch etwas zu zeitig, ich muss noch ein klein bisschen warten jetzt hier. Also das Flackern jetzt hier, das ist nur vom Handy. So, die letzten 5 Minuten. So, jetzt kommen wir schon mal reinschauen. Jetzt schütteln wir die und ich schüttel die extra nicht vorher. Ich mache das gleich wieder zu und lasse jetzt gerade wieder weiterlaufen. Ich erkläre das nachher, wenn die fertig ist, nochmal, warum ich vorher nicht schüttle. So, die 20 Minuten sind rum. Ich habe jetzt mal eine rausgeholt, zu testen. Die sind richtig gut. Wow, heiß. Na, siehst du, ich hätte doch meine Matte drüber machen sollen. Jetzt habe ich unten drunter. So. Ja, die sehen ja schon mal richtig lecker aus. Jetzt habe ich hier mein Pommes Gewürzsalz. Das Aldi Frittenwunder. Kommt jetzt oben drüber. So. Ciao, fertig sind meine leckeren Pommes. Pommes, Gewürzsalz, alles dran, weil auch immer gesagt wird, bei mir hält das nicht. Also ich habe da keine Probleme mit. Merkst du schon beim Durchfassen, wie knusprig die sich anfassen. So, kurz Knacktest. Also genau so, wie Pommes sein sollen. Richtig klasse. Ich hatte noch gesagt, ich erkläre, warum ich 15 Minuten warte und nicht bei der Halbzeit das mache. Nach der Halbzeit sind sie von oben ja auch schon etwas, aber von unten noch weniger. Und weil ja unten keine Heizspirale drin ist. Aber ich lasse die deswegen trotzdem von oben noch länger. Erstmal durch das Schütteln kommen die ja alle komplett rum. Und dann mache ich die letzten 5 Minuten nochmal so. Das sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und schau, die sehen alle richtig klasse aus. Und innen drinne, ich weiß nicht, ob ich das so sehen kann. Ich versuche mal, ich hole die mal richtig ran. Also sehen, hier habe ich noch richtig schön Kartoffeln. Außen ist es knusprig und innen drin habe ich noch Kartoffel. So willst du die Pommes haben. Ich habe mir da vorhin geschnitten. So, und jetzt habe ich gleich noch einen Tipp für euch. Wenn Pommes übrig bleiben, das ist kein Problem, die sogar den nächsten Tag in der Heißluftfritteuse wieder warm zu machen. Das ist die Heißluftfritteuse ruhig auf 180 Grad einstellen. Und die Pommes 3-4 Minuten, die sind wie frische Pommes. Als wenn du gerade frisch zubereitet hättest. Also nicht irgendwas mit Mikrowelle und dergleichen probieren, da werden die latschig. In die Heißluftfritteuse nochmal 3-4 Minuten rein und du hast wieder wunderbare Pommes. Ja, und schau, jetzt habe ich die Pommes mal auf eine große Schale angerichtet. Mit dem hellen Hintergrund kannst du vielleicht noch besser erkennen. So schmecken richtig klasse Pommes. Richtig klasse, richtig lecker. Ja, ich habe mir einen kleinen Drehteller gekauft, dass ich für euch noch besser präsentieren kann. Ja, und jetzt geht es weiter mit Kohlrabi-Pommes auf 2 verschiedene Arten und Weisen zubereitet, die du so garantiert noch nicht gegessen hast. So, den Kohlrabi habe ich jetzt ringsrum geschält. Ich habe geguckt, dass auch das, was eventuell hülsig ist, weg ist.
Und jetzt schneide ich ihn auch in Stifte. Ich gucke halt, dass sie so ziemlich gleich sind. So, jetzt habe ich eine Tüte und da kommen die Pommes rein. Darauf kommen jetzt die Würze wie Salz. Das habe ich jetzt erstmal so. Jetzt kommt noch ein kleiner Löffel Öl dazu. Mehr brauche ich nicht. So, hier habe ich meine Schale von meiner Heißwürzfritteuse. Da kommen die. Ich habe die jetzt mal geteilt, weil ich mit der anderen Hälfte was anderes noch probiere oder machen möchte. So 81 Grad und 10 Minuten stelle ich mal ein. Ich schaue mal zwischendrin immer wieder rein. So, und jetzt probiere ich mal so ein Kohlrabi-Pommes. Die schmecken richtig klasse. So, jetzt habe ich hier Cornflakes. Diese Cornflakes, die kommen jetzt in eine Tüte. Und in dieser Tüte werden die jetzt ganz klein, fein zermahlen, sodass du im Prinzip wie Paniermehl erhältst, nur das aus Cornflakes. Ja, und wenn das jetzt fertig ist, ich die jetzt klein zerrieben habe, dann habe ich jetzt noch Parmesankäse und packe noch Parmesankäse mit in die Tüte und tue das Ganze auch jetzt ganz gut nochmal durchschütteln. So, jetzt habe ich mir noch eine Form geholt, wo ich jetzt diese Streusel reintun kann, damit ich die Pommes dann nachher da drinnen besser panieren kann. Als nächstes brauche ich jetzt hier eine Schale, wo ich das Ei rein aufschlage und das Ei wird da drinnen jetzt noch gewürzt mit Salz, Pfeffer, etwas Rosenpaprika habe ich auch wieder mit dazu genommen und das schlage ich jetzt kräftig auf. So, und das kommt jetzt hier in die zweite Schale. Ja, und da kommen jetzt die Pommes rein. Da drin werden die Pommes, also die Kohlrabi-Pommes, jetzt gut gewälzt, damit die mit dem Eimasse richtig gut benetzt sind ringsherum. Ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, die ganze Masse eigentlich nochmal in diese Tüte zu geben. Da kann ich es besser nochmal durchschütteln und dann ist das noch richtig besser gut verteilt. Also so wirklich, dass das Ei ringsherum an den Kohlrabi gut haftet. So dürfte das jetzt aber wirklich lang, hat sich jetzt auch gleich in die Tüte lassen können. Jetzt kommen die gerade hier rein. Jetzt sind die alle schön mit der Pomade voll. 180 Grad. 10, 12 Minuten. Ja, fertig sind die Pommes. Die Pommes sage ich wieder, die Kohlrabi. Aber die beiden Varianten sind beide sehr lecker, wobei mir die zweite Variante mit dem Parmesan noch besser geschmeckt hat. Das musst du unbedingt probieren. Aber jetzt gutes Gelingen und ich freue mich von dir zu hören. Kennst du das? Du hast zu viel Pommes gemacht, die ganze Tüte rein, ihr braucht gar nicht alles. Das entweder als Resteverwertung sehen, weil ich hatte die Pommes gemacht und es waren zu viel von den Pommes. Und dazu habe ich auch ein separates Video, was ich dir ganz gerne verlinke. Jetzt habe ich einmal die Pommes ganz normal so auf einem einfachen Spieß aufgespießt, wie du gesehen hast. Und die zweite Variante habe ich jetzt hier Frühstücksspeck, wo ich die jetzt mit Frühstücksspeck umwickle und auch so auf den Spieß aufspieße. Also kannst du jetzt gerade, wie du Lust und Laune hast, das Ganze weiter verwenden. Und so kannst du die, wenn du mal Pommes übrig hast, super weiterverwenden. Oder wenn du mal eine andere Variante machen möchtest von Spießen, dann machst du halt erst die Pommes so. Video verlinke ich dir nochmal zu den Pommes, wie ich die gemacht hatte. Und machst dann auf diese Art und Weise dir die Pommes fertig. Mit Frühstücksspeck umwickelt. Ja, und ich habe jetzt hier meine Grillplatte. Diese Grillplatte kommt in den Speedy rein, denn auf diese Platte kommen jetzt diese Spieße oben drauf. Jetzt mache ich mir hier noch eine kurze Marinade fertig. Dazu brauche ich jetzt etwas Öl in das Schälchen rein. Und mit dieser Marinade will ich dann nachher auch die Pommes noch bestreichen. Und ich habe hier mein Bullet Pork Gewürz. Das finde ich recht gut. Deswegen habe ich gedacht, das passt super dazu. Und damit kann ich auch die Pommes dann ganz gut bestreichen. Das Öl mit dem Bullet Pork Gewürz, das Ganze vermische ich jetzt. So, im Speedy in der untersten Schicht. Also die Grillplatte ist unten drin. Das ist die etwas höhere, die Extraplatte, die nicht ganz so tief unten drin ist. Und jetzt bestreiche ich meine Pommes mit dieser Marinade, die ich gerade eben zurecht gemacht hatte. Das hat dann nochmal einen richtig leckeren Geschmack gegeben. So, und dann drehe ich die auch mal um, damit die von der anderen Seite auch noch bestreichen kann. So, jetzt kommen die nächsten Spieß oben drüber und die lege ich jetzt quer
darüber, sodass etwas Luft noch zwischen den einzelnen Schichten ist. Und auch dies bestreiche ich gut mit meiner Marinade, die ich da fertig gemacht hatte. Ja, ich hatte noch einen Streifen Bacon, über den habe ich dazugelegt und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich kann ja eigentlich so Käsestreifen noch oben drüber legen und das Ganze mit Käse noch überbacken. So, und dann Speedy zu und Programm einschalten. Dieses Gericht braucht jetzt nicht lange. Wir nehmen wieder Programm Airfryer und von der Temperatur stelle ich 81 Grad ein und 8 bis 10 Minuten. So hatte ich es dann fertig serviert und ich hatte noch Feldsalat nach Omas Art dazu gemacht. Ich glaube, du hast schon richtig tolle Sachen jetzt gesehen, wo du gesagt hast oder gedacht hast, warum habe ich das nicht vorher schon gekannt? Doch es geht weiter. Der Höhepunkt, das kommt erst jetzt noch. Du wirst das lieben. Das schmeckt so klasse. Und sogar mein Mann hat gesagt, wow, klasse. Und das heißt was. Normalerweise mag ich überhaupt gar keine Zucchini. Ist doch ein bisschen zu lang mit einmal schneiden. So ist besser, wenn ich es erstmal halbiere. Und jetzt schneide ich jetzt hier so Pommelstreifen daraus. Ich gucke so, dass es etwa gleichmäßig passt. Ja, das dürfte so passen. So klein will ich die nicht haben. Deswegen ist das von der Größe her, passt das. Also ich gucke auch hier, dass ich das Stück gleichmäßig groß bekomme. Ja, verrätst du mir, von wo du zuschaust? Das würde mich mal interessieren, weil inzwischen bin ich ja schon fast international, hätte ich gesagt. Ja, viele Länder. So, die Pommes, die Zucchini sind fertig geschnitten. Und jetzt geht es auch schon los mit meiner Panierstraße. Als erstes habe ich jetzt hier ein Ei. Das schlage ich auf. So, wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich das Ei immer schon etwas würze. Aber in diesem Fall nicht allzu viel. Ich glaube, da ist noch eine Eierschale reingefallen, die muss raus. Ein bisschen Paprika, das passt dazu noch. Oder nehme ich die Seite, dass nicht gleich zu viel mit einmal rauskommt. So, das langt schon. So. Das schlage ich jetzt hier auf. Hier kommt etwas Mehl rein. Das langt schon, gar nicht allzu viel. Zu viel des Guten. Hier drinnen wälze ich jetzt meine Zucchini. So, die Zucchini sind jetzt gut in mein Mehl getränkt, gewälzt. Jetzt geht rüber. So lege ich gerade, wie ich das am besten mache, dass ich euch alles zeigen kann. So, hier in diese Schale kommt etwas Polenta-Grieß rein und mein Hartkäse. Das dürfte schon mal lang. Das muss ich jetzt hier gut verteilen miteinander. Naja, wenn ich noch was brauche, kann ich auch noch was nachmachen, aber ich denke. So. Jetzt kommen meine Stickies hier ins Ei. Und vom Ei darüber. Ja, ich nehme auf. Kannst ruhig sprechen. Ich nehme zwar auf, aber kann sprechen. Ja. Ende der Durchsage. Okay. So, das hat ja richtig gut gepasst. Mein Ei ist jetzt auch aufgebraucht. Hier habe ich jetzt alles gut dran. Jetzt kann es schon rübergehen in die heiße Fritteuse. So, jetzt hatte ich vergessen, doch die Kamera wieder einzuschalten. Unten ist meine Silikonmatte drin. Die habe ich etwas mit Öl besprüht. Meine Pommes von den Zucchini, besser gesagt die Zucchini-Pommes hier drauf verteilt. Du siehst, es ist die eine Zucchini und ich brauche den großen Korb. Da kann ich das wunderbar drinnen verteilen. Also auch wenn du alleine bist, du siehst immer wieder, mit einem größeren Korb kannst du es wunderbar verteilen. Es liegt nichts übereinander. Und dann habe ich zum Schluss die Zucchini von oben noch mit Öl besprüht. Jetzt geht es schon rüber in die Heißluftfritteuse. Bei 190 Grad 12 Minuten stelle ich die ein, weil die sind doch ziemlich große Stücke, die ich jetzt hier geschnitten habe. Also ich starte die obere Schublade, 190 Grad und 12 Minuten. Ja, und kannst du jetzt schon erahnen, was jetzt als letztes kommt? Ganz lecker. Einfach lecker, lecker, lecker. Ich sag nicht mehr, wir starten gleich mal weiter. So, und jetzt machen wir noch ein paar Käsepommes. Ich habe hier den Grillkäse, den Hartkäse. Da gibt es also verschiedene Sorten. So, und jetzt schneide ich den in Streifen wie für Pommes. So, das hätte ich eigentlich schon vorher machen können, bevor ich dann in die Schale tue. Das ist ja doch feucht. Trockne ich erstmal ab. Schale wische ich auch wieder aus. Und den möchte ich trocken haben. Desto besser wird er, wenn du den trocken tupfst. Das ist wieder so ein kleiner Zwischentipp.
Jetzt kann er wieder in die Schale rüber. So, jetzt werde ich den etwas würzen. Salz brauche ich eigentlich nicht, aber ich mache etwas Paprika. Aber Knoblauchflocken habe ich da. Die passen ganz gut dazu. Also das sind hier ein paar Knoblauchflocken, die ich noch oben drüber mache. Muss man gut verteilen. So langt das jetzt schon. Jetzt muss ich kurz warten, bis meine Zucchini-Pommes fertig sind. Dann kommen die in die heiße Fritteuse rein. Die heiße Fritteuse zeigt noch 4 Minuten an. Schauen wir mal. Oh ja, das sieht schon gut aus. Auch schnell wieder zu. So, hier hatte ich ja die 2 Dips zubereitet. Das war mein Knoblauchdip. Und das ist der Tomatendip. Na, wie schön cremig der geworden ist. Ganz klasse. So, meine heiße Fritteuse ruft. Sie ist fertig. Ich hätte ihn fast in der großen Schale lassen können. Schau mal, sehen die nicht klasse aus? Und die kommen jetzt hier auf meinen Teller. Ich glaube, du hörst, wie das knuspert, wenn ich die da raushole. Und da können jetzt meine Käsesticks rein. Die verteile ich jetzt auch. Die heiße Fritteuse ist ja jetzt schon heiß. Jetzt braucht es auch gar nicht mehr so lange. Und von der Temperatur mache ich es auch nicht so hoch. Und doch, ich lasse doch bei 190 Grad, aber nur 8 Minuten. Wenn überhaupt, ich schau mal. Gut, jetzt stand es eine Weile offen, ist schon etwas abgekühlt, aber ist ja noch ziemlich heiß. Ja, schau, oben stehen. So, 190 und 8 Minuten. Und Start. Angerichtet. Das sieht so lecker aus. Gucken, ob auch noch nicht mehr ganz so heiß ist, dass ich ihn mal probieren kann. Ja. Top. Und jetzt hier noch mit dem Tomatendip. Ja, und beinahe hätte ich noch vergessen, euch zu zeigen, wie ich den Joghurt-Knoblauch-Dip gemacht habe. Ja, es ist wieder so viel geworden mit dem Video. Und ich habe euch noch eine wichtige Nachricht mitzuteilen, jetzt am Ende vom Video. Also bleibt unbedingt dran, auch wenn es etwas länger ist, aber es ist noch eine wichtige Info, die ich für euch habe. Also 3 Esslöffelchen von Insmant habe ich jetzt rein. Als nächstes habe ich jetzt hier eine Knoblauchzehe, wo ich entsprechend jetzt noch klein schneide und die jetzt noch mit dazu kommen. Ja, du kannst es jetzt besser sehen. Also jetzt habe ich auch noch Zitrone. Jetzt presse ich noch etwas Zitrone mit dazu aus, die noch mit oben drüber gekommen ist. So, dann hatte ich hier noch etwas Schnittlauch klein geschnitten und der Schnittlauch, der kommt jetzt auch noch mit oben drüber. Etwas Salz und Pfeffer hatte ich auch noch mit dazu gegeben. So, jetzt wird das Ganze verschlossen und der erste Mixvorgang, der startet. Im ersten Mixvorgang musste ich feststellen, das ist gar nicht ganz so geworden, wie ich vorgestellt hatte. Und ich musste auch lernen mit diesem Mixer erst ganz neu. Und zwar mein Fehler war, ich hätte erst unten etwas Flüssigkeit, ein bisschen Wasser unten rein, das langt schon voll und ganz. Und dann kann erstmal ein Strudel entstehen. Jetzt mache ich ein ganz klein bisschen Wasser rein, das ist gar nicht allzu viel. Machen zu und starte jetzt nach. Und wenn du jetzt das nächste siehst, wenn ich ihn öffne, dann hat das wirklich geklappt. Ja, das sind die Anfangsschwierigkeiten, die ich mit diesem Mixer hatte. So, und jetzt schau dir doch mal die an. Also welche gefallen dir da besser? Ich glaube, die Entscheidung ist schwer. Ich habe dir ganz viele verschiedene Sorten Pommes jetzt gezeigt. Und du darfst aussuchen, welche dir am besten gefällt. Schreib mir es doch mal in den Kommentaren, welche du von den ganzen Pommes, die ich dir jetzt hier gezeigt habe, unbedingt probierst und nachmachst. Guck doch mal, die sehen doch sowas von köstlich. Ja, welche Pommes machst du nach? Welche wären deine Lieblinge? Ja, und jetzt habe ich noch eine Info für euch. Ich bin ja immer am Überlegen, wie ich meine Videos für euch noch besser machen kann. Und nachdem ich bei meinen Auswertungen gesehen habe, dass ihr euch auch Videos anschaut, die ohne Sprache, aber mit Musik und Untertitel sind, habe ich gedacht, das probiere ich jetzt auch mal aus. Also am Mittwoch gibt es jetzt ein ganz besonderes Video, ganz ruhig mit Musik und schönen Bildern, ohne meine Stimme. Dafür hört ihr dann keinen ausgesprochenen falschen Airfryer. Ja, mein Mann darf endlich Fernseher sehen, wieder entspannter. Muss nicht immer fragen, darf ich. Habt ihr auch hier in dem Video jetzt wieder mitbekommen. Für ihn wird es ruhiger,
Für mich wird es auch entspannter. Und wie gesagt, ich muss nicht jedes Mal fragen. Und ich hoffe, euch gefällt diese neue Art vom Video dann genauso gut wie mir. Es wird nicht die Regel sein, dass ich jetzt das nur noch mache. Aber wenn es mal kritisch wird oder dergleichen, am Mittwoch zeige ich euch mal, was ich davor habe. Dann könnt ihr da schon mal in die Videos reinschnuppern. Und ich freue mich über eine Rückmeldung, was ihr sagt, was ihr von der Idee haltet, ob das so auch okay ist. Denn so eine schöne, entspannte Musik beim Kochvideo zu sehen, ich denke, das könnte auch ganz gut sein. Also auf jeden Fall habe ich festgestellt, YouTube zeigt immer so eine Auswertung alles an, dass ihr doch ganz gut auch diese Kanäle ja, konsumiert. Und jetzt haben wir genug mit euch gebabbelt, genug. Das Video ist wieder länger geworden, als ich wollte, aber es gab so viele tolle Sachen zu zeigen. Und ich denke wirklich, du wirst sagen, warum habe ich das ein oder das andere nicht vorher schon gewusst.